Zeit ist so kostbar und erst recht die Zeit, die man mit den liebsten Menschen an tollen Orten verbringen kann. In unserem Alltag, wo jede Etappe des Lebens eine eigene Geschichte erzählt, gibt es diesen kostbaren Abschnitt, der wie ein verzaubertes Kapitel zwischen den Zeilen liegt. Es ist die Zeit der gemeinsamen Urlaube. Ein Schatz, den wir mit jeder Reise und mit jedem neuen Abenteuer umso mehr zu schätzen wissen. Im Nachhinein kommt einem die Zeit ja immer wie ein winziger Augenblick vor. Und Susi sagt immer, stell dir mal vor, du bist jetzt 80 und du darfst nochmal zurück zu genau diesem Zeitpunkt. Und was würdest du jetzt anders machen? Ein Jahr lang warfen wir uns in die Arme des Nordens, erkundeten dessen raue Küsten und folgten den Spuren der unvergesslichen Fjorde. Und jetzt 2 Wochen. 2 Wochen, die irgendwie so gar nicht zu uns passen wollen. Ich vermisse auch die Zeit, wo wir uns keine Gedanken mehr machen mussten. Welcher Wochentag ist heute? Wie viel Zeit haben wir noch? Wie lange sind wir überhaupt schon unterwegs? Die Freiheit, von der Mel Gibson in Braveheart mit so viel Leidenschaft sprach, die scheint hier nicht so laut zu sein. Ja, 2 Wochen fühlen sich eher an wie so eine kurzweilige Freiheit. Eine flüchtige Pause im Rhythmus des Alltags. Aber ohne Alltag, da müsste ja auch unser Slogan komplett anders klingen. Also Leute, raus aus dem grauen Alltag, Richtung Himmelblau. Die Nordlichter mögen uns hier vielleicht nicht so hell erleuchten wie zuvor. Aber wir wissen, dass es genau die kleinen Glücksmomente sind, die das Leben so besonders machen. Denn letztendlich sind es ja nicht die Kilometer auf der Straße, sondern die Momente, die wir teilen und die Erinnerungen, die wir schaffen, die unsere Wege so einzigartig machen. Und so brechen wir auf, vielleicht nicht in die endlosen Weiten des Nordens, aber ja doch in die Weiten von Schottland. Und immer auf der Suche nach den kleinen Glücksmomenten, die das Leben so besonders machen. Lotti, was hast du denn da gefunden? Das ist so eine Gabel. Ein Dreizack, ein Vierzack. Ja, der Beweis, dass die Meerjungfrauen existieren. Ah. Natürlich haben wir uns auf die Reise im Vorfeld vorbereitet. Wir sind mit Merida durch die magischen Wälder gelaufen, mit James Bond in den Highlands gewesen und mit Harry Potter haben wir den Zug nach Hogwarts genommen. Unsere erste Anlaufstelle ist die Hauptstadt von Schottland. Eine der ältesten Hauptstädte Europas. Die Entstehungsort von unzähligen Geschichten und Romanen. Von Sherlock Holmes, der Schatzinsel bis über Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und natürlich Harry Potter. Sitzen meine Haare? So, wir sind in Edinburgh und es ist jetzt auch schon etwas später und wir suchen deswegen einen Stellplatz. Wir probieren es immer mal wieder über Park for Night. Manchmal hat man ja Glück und waren jetzt ganz oben an der Küste, also am äußersten Rand von Edinburgh. Sollte ein Stellplatz sein. Es sah so ein bisschen komisch aus. Also da standen auch ein paar Camper, aber da war auch ein Schild, dass man nicht auf dem Highway parken soll. Naja, wir hatten da nicht so ein gutes Gefühl, deswegen habe ich jetzt Marco den sichersten Platz rausgesucht in ganz Edinburgh. Es ist ein öffentlicher Parkplatz und genau gegenüber von einer Polizeistation. Und den gucken wir uns jetzt an und dann hoffe ich, dass der angenehmer ist. Ja, vielen Dank, denn wir haben nämlich die goldene Regel, immer wenn einer zumindest irgendwie ein schlechtes Gefühl hat, irgendwie ein bisschen Kribbeln im Bauch. Warum zeigst du denn jetzt mit dem Finger auf mich? Nee, was ist denn das jetzt hier für eine Abwertung? Nein, das geht mir manchmal auch so. Dann sage ich so, nee, irgendwie habe ich hier ein komisches Gefühl. Und dann gibt es kein Wenn und Aber, dann fahren wir halt weiter und suchen noch einen anderen Platz. Es ist noch hell, also von daher kein Problem. Und wir fahren jetzt einfach nur mal 10 Minuten weiter durch die Stadt und ja. Immer schön durch Hoffentlich die Kreisverkehr. bis gleich. Susi hat den nächsten Parkplatz rausgesucht und das ist halt der Unterschied zwischen einem 6-Meter-Auto und einem 7-Meter-Auto. Wir stehen jetzt hier direkt vor der Polizeistation. Ich zeige euch das mal.
Ja, die Parkplatzsituation ist nicht ganz ideal. Aber ehrlich gesagt, hier gibt es einen Campingplatz, der kostet 70 € die Nacht. Um mal eben irgendwie auf einer Wiese zu parken, das finde ich auch schon wieder so frech. Also und natürlich sind wir nicht die Einzigen, die hier campen. Also hier die Straße runter, hier stehen jetzt überall Camper. Wobei unserer ist schon, würde ich sagen, mit der längste, ne? Die anderen sind hier halt schon die kurzen Modelle eher. Auch da hinten, ne? Unser Alter. Nur in schwarz. Ich hatte erst so ein bisschen eigenartiges Gefühl, ob das so eine gute Idee ist, hier zu stehen, aber jetzt muss ich sagen, doch, Susi, super Idee. Geiler Platz. Stehen auch mittlerweile noch 2, 3 andere Camper neben uns. Ja, was soll ich sagen, ne? Man hört nichts mehr. Es ist super, super leise hier. Und in diesem Sinne ist das für heute jetzt Schluss für lustig. Mit lustig meine ich. Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Höhenblau. Es ist kalt. Ja, ist kalt. Aber die Sonne scheint. Wir haben gutes Wetter. Das könnte ein schöner Tag werden. Und auch ein schönes Video, denke ich mal, denn wir sind in Edinburgh. Und jetzt haben wir richtig doll Hunger und gehen erstmal frühstücken. Wie echte Schotten. Ach, und Susi hat uns ein ausgezeichnetes, ganz hervorragendes Frühstück versprochen. Allerdings in der Stadt. Und da wir hier so gut mit dem Camper stehen, weil das so ein toller Parkplatz ist, sehr, sehr ruhig, sehr, sehr beschützt durch die Polizei, die da genau gegenüber ist, lassen wir den Camper hier stehen und fahren jetzt mit dem Bus in die Stadt. Genau, ich kaufe jetzt noch das Ticket hier, dass wir hier tagsüber parken dürfen. Das gilt für den ganzen Tag. Nachts steht man hier umsonst. Ja, und dann, das Busticket haben wir auch schon. Eine Tageskarte für 10 Pfund für eine Familie. Juhu! Los geht's. Los geht's! Essen gibt's. Du hast das Ticket. Ja. Somewhere. Das war ja auf den Punkt. Hoffentlich ist es die richtige Richtung. Das steigen wir gleich wieder aus, wenn wir den Ticket sind. Ich glaube ja. Leute hat gesagt, wir sollen loslaufen und dann sind wir alle gelaufen. Stimmt. Warte, guck. So, man wenigstens noch ein bisschen Frühsport. Das ist der richtige. Guck mal, wir müssen jetzt hier. Aber es ist witzig, dass wir so gut gucken können, als würde ich fliegen. Jetzt, wenn du den Bus fährst. Mega. Als würde ich fliegen. Sag mal, wo müssen wir denn hin? Wir fahren von hier oben einmal fast bis in die Innenstadt. Hier ist Edinburgh Castle und da steigen wir aus, weil da ist das Café, wo wir jetzt hinwollen. Echt, wir sind gerade in Schottland? Ja. Ah, ich dachte, wir wären in Hier gibt es aber ganz viele kleine Super aus, ne? Ach ja. Schön ist schon, ne? Vor allem bei Sonne. So, ich drück mal, ne?
hier aussteigen? Die nächste Station. Weil die Stationen hier sehr dicht aneinander sind, ne? Wenn du da mal eine verpasst, ist es glaube ich auch nicht so wild. Nee. Und wir steigen aus. Das stimmt. Aber es ist schon ordentlich Verkehr. Wir steigen aus bei der Brotstraße. Ist doch heute Dienstag, ne? Bei der Ja. Brotstraße? Also, Da gab es gar kein hinten aussteigen. ja, ich dachte auch, normalerweise ist es immer hinten aussteigen. Aber Ja, aber hier ist ja nur vorne einsteigen und aussteigen. Okay, Ja. aber wir haben es geschafft. Yay! So, und jetzt suchen wir uns, bevor wir in die falsche Richtung laufen, Genau. Die Frühstückslocation. die Frühstückslocation. Die Und guck mal, da hinten ist auch gleich hier Hafen schon, ne? Da sind die Hafenkräne. Dann gibt es eine so viel Bratwurst, Bacon, Hashbrown, Baked Beans, Mushrooms, Tomatoes, Toast and Butter. Du könntest es mit Besteck essen. So, das Wichtigste hat glaube ich schon mal. Oh mein Gott. Das ist ein schönes Messer. Ja, ja. Ach ja, so, wir hatten ein leckeres Frühstück. Allerdings war es auch nicht das günstigste. Es hat jetzt 50 Pfund gekostet. Aber erzähl mal, was wir alles bestellt haben. Ja, gut, wir haben auch einmal durchbestellt, das stimmt. Aber war auch lecker. Also, sehr netter Laden, nette Leute. Wir holen uns jetzt noch ein bisschen Cash, weil die Touristentour, da gibt man Trinkgeld und ich hatte kein Bargeld mehr. Und so sieht das Geld hier aus. Mit Eichhörnchen. Die haben nämlich ihren eigenen Pfund. Ja. Ne? Es gibt auch den schottischen Pfund. Royal Bank of Scotland. Oh, guck mal hier. Welches Tier ist das? Ein Otter. Wow. 20 Pounds. Aber die haben auch dieses Plastikding da in der Mitte, was wir bei dem anderen englischen Pfund schon gesehen haben. Ich habe keine Ahnung. Charlotte hat überzeugend argumentiert, dass wir zunächst für sie einen Schottenrock besorgen sollten, bevor wir weiter Edinburgh erkunden. Sie meint, wenn man schon in Schottland unterwegs ist, sollte man sich zumindest richtig in Schale werfen, um das Schottenrock Vibe-Programm zu starten. Unter dem Motto Edinburgh erobern, aber nur mit Stil. Der Schottenrock, oder auch Kilt genannt, hat seinen Ursprung im schottischen Hochland im 16. Jahrhundert. In seiner frühen Form war der Kilt eher eine Art Mantel, der um den Körper gewickelt wurde. Im Laufe der Zeit entwickelten sich bestimmte Muster und Farben, die den unterschiedlichen schottischen Clans zugeordnet wurden. Das Tragen der Kilts wurde zu einem Ausdruck von Zugehörigkeit und Identität zu einem bestimmten Clan. Armstrong Son ist ein Vintage Second-Hand-Laden. Cooles Kleid. Die haben alles da drin. Und vor allen Dingen haben sie Schottenröcke in allen Größen. Wahnsinn. Wir sind also in der Hauptstadt Schottlands. Die Stadt steckt voller Geschichte und Charme und ist dadurch schon alleine eine Reise wert. Die Geschichte dieser Stadt reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Und damals haben die verrückten Schotten ihre Stadt auf einem erloschenen Vulkan gebaut. Unter dem Motto, naja, es wird schon irgendwie gut gehen. Die Schotten nennen ihre Stadt übrigens nicht Edinburgh, sondern Edinburgh. Und das zeigt die tiefe keltische Vergangenheit. Edinburgh Castle thront majestätisch auf dem Vulkankrater und die Royal Mile, eine historische Straße, wurde mit ihren Häusern auf dem Lavafluss gebaut. Dadurch hat die Stadt unterschiedliche Höhen und die sind gerade bei den Häusern sehr, sehr interessant. Denn der Eingang ist nicht immer da, wo auch der Ausgang ist. Die Royal Mile ist natürlich ziemlich touristisch. An jeder Ecke klingt ein Dudelsack und man findet sämtliche schottischen Souvenirs aus China. Aber hinter jeder Häuserecke findet man auch Besonderheiten und so manche schottische Schätze. Also Lotti hat ja diesen Kilt bekommen und ich habe gedacht, ich nehme mir nur so ein kleines Fläschchen mit als Andenken aus Schottland. Ich würde das hier nehmen. 50 Jahre alter Whisky, kostet nur 20.000 Pfund. Aber es ist lustig mit diesem
Einhorn. Einhorn immer als Symbol drauf. Kannst du das mal kurz erklären, warum da ein Ja, Einhorn drauf ist? das ist tatsächlich das Nationaltier hier in Schottland. Das steht für Reinheit und für viele andere gute Sachen. Ungezwungen und wild. Ungezwungenheit und wild, genau. Ungezwungen, wild und Reinheit. Und deswegen. Und es bezwingt den Löwen, das übrigens lustigerweise das Nationaltier der Engländer ist. Surprise. 20.000 Pfund. Die beste Reisezeit für Edinburgh ist übrigens der Herbst. Zumindest wurde uns das so gesagt, denn im Sommer drängen sich hier wohl die Touristenmassen auf den Spuren von Harry Potter oder Bobby, dem treuen Hund. Auf dem Friedhof findet man wohl auch alle Namen aus den Harry Potter Büchern und dadurch wird leider auch die letzte Ruhe zur touristischen Attraktion. Die Stadt ist halt durchdrungen von Geschichten und jede Ecke sowie jeder Pub erzählt ihre eigene Geschichte. Mal leise und mal laut. Aber im Herbst, da kann man auch die Zwischentöne hören. Die Altstadt ist voller Legenden und Anekdoten, die sich zwischen den historischen Mauern verbergen. Jetzt zerbreche ich Porzellan. Na dann. Wo werden wir denn eigentlich nochmal feiern? Ach ja, in Dänemark. Komm on. So, das Okay, ich pack das ein. Okay. Guck mal hier, Nationalmuseum auf Schottland. Oh, wisst ihr, was ich hier toll finde in Schottland? Die ganzen Museen, also die öffentlichen Museen, die sind kostenlos. Warum ist das bei uns nicht so? Ja, das weiß ich auch nicht. Also Ja? das. Ist es eine Frage des Geldes, ob ich mir Bildung leisten kann? Wirklich? Also hier stellt sich diese Frage nicht. Nee, es ist eher eine kulturelle. Also bei uns wären es halt einfach nur dumme Schweinebauern, hätte ich beinahe gesagt. Ja, aber Ja. ich finde, solche Museen sollten überall umsonst sein, dass jeder sich Dinge angucken kann und lernen kann. Ich finde auch, Museen sollten umsonst sein. So, und deswegen lass mal reingucken. Okay. Juhu! So, jetzt sind wir nochmal hier im Nationalmuseum. Auf Empfehlung unseres City Guides. Die Museen kosten ja alle nichts. Man kann überall umsonst reingehen. Und hier soll ein echter Tyrannosaurus Rex sein. Und den wollen wir uns natürlich nochmal angucken. Der steht hier nämlich hier vorne. Guck mal, da luschert er um die Ecke. Da. Die Empfehlung für dieses Museum war wirklich berechtigt und hat uns stark an den Film Nachts im Museum erinnert. Denn hier gibt es wirklich alles zu sehen. Von Schachfiguren aus dem 12. Jahrhundert über die Jackie Stewart Rennwagen bis hin zu Dolly, dem ersten geklonten Schaf. Die Bildungsinhalte sind auch für die jüngere Zielgruppe zugeschnitten und es fiel uns auch somit sehr, sehr schwer, Lottie aus dem Museum zu bekommen. Weiß Bescheid. Weißt du, ich habe schon wieder Hunger. Ich auch. Also das Museum ist sehr, sehr groß. Wir sind hier nur kurz reingelaufen, aber ich glaube, wir machen jetzt hier eine kurze Runde und dann suchen wir uns was Gutes zu essen. So sieht's aus. Okay.
Es ist dunkel geworden. Ja, Und wir sind auf dem Weg zurück zum Wohnmobil. Hoffentlich ist noch da. Was für ein Tag. Junge, Junge, Junge. Viel gelaufen, viel gesehen. Viel gegessen, Ja, viel gegessen. viel Geld ausgegeben. Auch das ja. Es ist nicht so günstig, das stimmt. Aber es ist jetzt auch nicht übermäßig teuer. Es ist eigentlich wie bei uns, Nee, ne? ist wie bei uns, würde ich auch sagen. Genau. Also Also, ich hatte sehr viel Spaß heute. ich hatte auch sehr viel Spaß und vor allen Dingen, wir hatten großartiges Wetter, muss man ja sagen. Also echt schön gewesen heute. Ich hoffe, das bleibt so. Toi, toi, toi. Wir werden jetzt hier nochmal eine Nacht schlafen. Und morgen früh machen wir uns auf den Weg. Da geht es dann in die Highlands. Genau. Aber im Dunkeln wollten wir jetzt nicht noch losfahren. Nee, Das ist immer blöd, dann einen guten Platz zu finden. absolut. Und deswegen starten wir Autofahren macht auch nicht so morgen. Spaß. Das Auto Und steht auch noch. man sieht auch nicht so viel. Das ist dann auch doof. Ja. Vielleicht gucken wir hier gleich noch ein bisschen mal Fußball zu. Echt jetzt? Ja. Genau. Wir wollten doch einen ganz schönen Film gucken. Ja, oder wir gucken uns einen schottischen Film an. Auch gut. Ja, Aber so einen schönen Film Merida. wie... Ja. Ah. Ah, sowas meine ich. Ah. So einen genau. Film ungefähr. So welche liebe ich. So Prinzessinnen-Film nur in Schottland. Genau. Davon gab es hier einige. Ne? Ja, das stimmt. Da steht das Wohnmobil. Ach, guck mal, und die anderen Busse stehen auch noch da. Und jetzt stehen sogar noch mehr Busse da. Es werden immer mehr Camper. Weißt du, ich verstehe es nicht. Man könnte doch so eine Parkplätze auch wirklich offiziell zu Camperparkplätzen machen und auch sagen, hey, wenn du hier stehst, es kostet 20 Pfund die Nacht. Ja, oder wie in Estland, ne? Ja. Ja, genau. Also, Dass man das so ein bisschen... ja auch noch Geld damit verdienen. Ja, absolut. Aber guckt euch an. Sieht auch ein bisschen aus wie auf dem Campingplatz. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, Jetzt muss ich so laufen. 7 Camper stehen. Also es ist jetzt auch kein Platz, der nicht bekannt ist. Also 7 Camper ist ja schon mal... Und gestern Abend sind es auch noch mal 2 mehr geworden. Also vielleicht kommt hier noch was. So. Wir haben auch nichts an der Scheibe, oder? Alles super. Hier ist alles super. Habe ich gar nicht gesehen. Hab ich nicht. Und du auch nicht. Na toll. Okay. Ja, wir nehmen nicht. Nee? Guck mal, mir fehlt nur noch der hier. Pardon. Du machst das sehr gut, Marco. Vielen Dank. Also. Sitzen die Haare gut? Guten Morgen. Guten Morgen. Wir fahren heute weiter. Gestern sind wir den ganzen Tag durch Edinburgh, wie die Schotten sagen würden, gelaufen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Edinburgh. Und jetzt haben wir aber auch genug von der Stadt. Und Lotti hat auch gesagt, einen beliebigen Fahrstreifen benutzen, um halb rechts auf Queens Ferry Road A90 abzubiegen. ganz genau. Lotti hat auch gesagt, sie möchte jetzt raus, Wiese, Berge und ein bisschen Abenteuer. Und ja, Ja, wobei hier so der Rand von Edinburgh ist auch echt spannend. Hier mit diesen ganzen kleinen, typischen, ich will nicht sagen englischen Häusern, ich sage jetzt mal schottischen Häusern. ja, Aber echt, also die sehen alle so knuffelig aus. Und ich finde es echt erstaunlich, dass Engländer und Schotten hier alle doch, selbst wenn es Einfamilien-, Zweifamilienhäuser sind, alle so klein gebaut haben. Es sieht immer so, bei uns, wenn man so diese Einfamilienhäuser anguckt, dann sind das immer so Paläste. Aber und hier wirklich. sind das immer so kleine, süße Häuschen. Also, und es reicht ja auch, ne? ja. Es reicht ja auch. Es ist ja, geht ja so ein bisschen in die Richtung, die wir gerne mögen, so Tiny Häuser. A90 noch 3 Meilen Ja, folgen. scheint hier normal zu sein. Das Einzige, womit ich Wir mich brauchen nicht an, also ein Schottenhaus. das Einzige, womit ich mich nicht anfreunden kann und
will, sind diese schlechten Fenster. Also die sehen echt teilweise sehr gammelig aus und ich glaube, da zieht es überall durch. Aber naja. Das stimmt, aber wir haben gestern auch bei unserer Stadttour gelernt, warum da so viele Schornsteine immer auf diesen Häusern drauf sind. Weil jede Wohnung hier bei diesen schottischen Häusern oder wahrscheinlich auch bei den englischen Häusern einen eigenen Kamin hat. Genau, weil... Deswegen sieht man so viele Schornsteine oben auf dem Dach. Genau, und deswegen, wenn dann Haus an Haus gebaut wurde, dann gibt es so eine Reihe dazwischen, um den Platz zu sparen und da gehen dann alle Schornsteinausgänge, wie man das nennt. So, und jetzt versuchen wir mal hier raus aus der Stadt zu kommen. Du machst das sehr gut, Marco. Vielen Dank. Also, bis später. Was heißt hier eigentlich gelbe Warnung, Regen? Das heißt, hier kommt ganz schön viel runter demnächst. Wirklich? Ja, ich habe mir mal die Wetter... Was blinkt denn hier? Okay. Kurze Irritierung auf der anderen Straßenseite. Also, ich habe mir das mal in der Wetter-App angeguckt. Heute Abend, die ganze Nacht und noch morgen früh wird es, glaube ich, ziemlich heftig regnen. Und vor circa 2 Wochen gab es ja auch echt starke Überschwemmungen in Schottland. Ich hoffe, das wird diesmal nicht so schlimm. Und, aber wenn die da schon auf der Autobahn auf diesen Displays zeigen. Dann möchte ich wissen, was rote Warnung heißt. Okay. Ja, ich google das nochmal, aber ich glaube, es ist ganz gut, dass wir heute mal einen Campingplatz anfahren. Und dann schauen wir mal, wie morgen der Tag wird. Ja, Schwimmwesten haben wir nämlich gar nicht dabei, Neopren auch nicht. Tja, toi toi toi. Jo, das ist hier ein Träumchen, oder? Das ist hier übrigens offiziell An- und Ablegestelle für Paddelboote. Und vor allen Dingen, wenn man Urlaub mit dem Paddelboot macht, dann darf man hier sogar offiziell auch zelten. Also hier ist ein Zeltplatz, da vorne ist eine kleine Feuerstelle. Kann man hier direkt am See dann seinen Paddeltrip für den Abend abbrechen, hier sein Zelt aufschlagen und dann hier in dieser wundervollen Kulisse zelten. Ist ja unfassbar. Das Wasser ist aber ganz schön kalt. Ich hatte schon kurz überlegt, auch mal reinzugehen. Aber es ist echt ganz schön kalt. Und wir haben jetzt hier so gefühlte, weiß gar nicht, 14, 15 Grad. Aber das Wasser, das hat auf jeden Fall, wenn überhaupt, 10 Grad. Also es lädt jetzt nicht so ein zum Schwimmen. Aber ansonsten finde ich das hier natürlich unfassbar geil, solche Orte zu haben, wo ich dann hier auch noch campen darf. Das ist ja unfassbar. Sehr geil. Schottland hat sich ja bisher von seiner besten Seite gezeigt. Und obwohl wir eigentlich noch mehr Zeit in der Hauptstadt hätten verbringen können, spüren wir einen immer lauter werdenden Ruf des Unbekannten. Jeder zurückgelegte Kilometer mit unserem geliehenen Camper bringt uns der fesselnden Spannung näher, die in der Luft liegt, und auf das, was noch kommt und das, was auf uns wartet. Die Vorfreude auf das Unbekannte, die treibt uns voran. Tja, und trotz Unwetterwarnung und einer gewissen Verunsicherung halten wir es einfach wie die Schotten. Die haben schließlich ihre Hauptstadt auf einen Vulkan errichtet. Einfach klassisch unter dem Motto, naja, wird schon irgendwie gut gehen. Und ganz ehrlich, unter uns, schlimmer als Island kann es auch nicht werden.
Ja, so weit, so gut. Denkt immer dran, ist der Himmel bei euch nass und grau? Schaut einfach Richtung Himmelblau. Leute, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns im nächsten Video mit dem faszinierenden Schottland. In Anbetracht dessen, dass unsere letzte Nacht nicht so gut war, haben wir uns hier noch 2 kleine Bier reingepfiffen. Und eine Packung Käse. Genau, und haben jetzt unten natürlich hier auch noch Oh mein Gott, musst du das zeigen? Was denn? Das sind doch... Das ist voll ungesund alles. Ja, ich weiß. Das Essen war heute nicht gesund. Wir hatten auch keinen Bock mehr auf Kochen. Es war alles Nach auch... 2 Tagen Ja, gut. hatten wir keinen Bock mehr auf Kochen. Ja. Es war jetzt auch alles so ein bisschen nicht ganz so. Verstehst du? Wir sind echt keine Camper. Es war halt nicht... Es war ein bisschen anstrengend, sagen wir es mal so. Jetzt sind wir ja von Newcastle hier nach Edinburgh hochgeschüsselt. Wir stehen jetzt hier auf dem Parkplatz. Extrem ruhig hier. Man hört gar nichts mehr. Extrem sicher. Ja, genau. Genau gegenüber von der Polizei. Also, ich hatte erst so ein bisschen eigenartiges Gefühl, ob das so eine gute Idee ist, hier zu stehen, aber jetzt muss ich sagen, doch, Susi, super Idee. Geiler Platz. Stehen auch mittlerweile noch 2, 3 andere Camper neben uns. Ja, was soll ich sagen, ne? Man hört nichts mehr. Es ist super, super leise hier. Und in diesem Sinne ist das für heute jetzt Schluss für lustig. Mit lustig meine ich. Oh mein Gott. Was denn? Auf jeden Fall kein Bier mehr. Oh Gott, nein. Das reicht. So, genau. Wir gucken uns jetzt mal an, wie die Kissen aussehen. Und sagen mit schön mit Ö, oder was? Nein? In diesem Sinne, macht es gut. Schreibt in die Kommentare, was gefällt euch überhaupt gar nicht an Susis Art und Weise. Ich finde, das sollten wir jetzt hier mal Tacheles irgendwie aufschreiben, damit das ein für alle Male auch klar ist. Ich glaube, du löscht die Aufnahme. In diesem Sinne. Schlaf gut. Bis morgen früh. Das kannst du sowas von löschen. Wieso? Ja, weil erstmal hast du hier so ein ganz langes Barthaar hängen. Ja, mehrere, oder? Nee, das hing schon raus. Okay, Das hing hier unten schon so. natürlich. Hier. Ja, Und arbeite dann- ich dran. Und dann hast du auch nur Labarababa. Na gut, dann machen wir noch einen. Nee. Ich muss aber ein End haben. Ein End, weil morgen gibt es ja ein An. Aber kannst du hier mal... Oh, scheiße. Und diese ganzen Bierdosen. Und wie sieht das aus? Ja, Und die Chips und so. Kann das mal weg? nein. Und ich bin auch überhaupt nicht mehr... Du bist auch überhaupt nicht drauf. Ja, besser ist... Ja. Hier, die 3 hast du getrunken. Nein. Marc, du alte Schnapstrossel. Jo, es war ja dann mitunter auch... So, jetzt geht's los? Oh, dieses... Oh, und es war... Oh, Das sagst du jedes Mal. ich muss auf jeden Fall alte Männergeräusche machen. Ja, wie machst du es denn? Ja, ohne alte Mach du Männergeräusche. es doch mal besser. Ohne alte Männergeräusche. Mach du es doch mal besser. Ich meine, alte Männergeräusche kannst du doch am besten. Ich? Ja, sicher. Ich kann nur dich imitieren und zwar schlecht. Ja, dann mach doch mal. Oh, Leute. Also, was soll ich euch sagen? Oh, Mensch. So ungefähr. Ja, weil ich sage, dass ich es auch nicht so leicht habe hier mit dir. Verstehst du? Oh, weißt du? So jemand hast du halt auch einfach nicht so einfach. Da muss man ja auch mal irgendwie Weißt du, sein Leiden zum Ausdruck du bringen. sitzt hier schön mit Bierchen, Sicher. genieß hier den Abend in Edinburgh, weißt du? Morgen geht der Spaß los und eigentlich ist alles ganz cool. Gut, du hast mal eine Nacht auf dem Schiff nicht so gut geschlafen, aber du hättest mich auch einfach nach den netten Drogen fragen können, die ich genommen habe und dann wäre das vielleicht auch einfacher für dich gewesen. Nächstes Mal. Das stimmt.
Ja? Ich habe extra 5 Bier mit aufs Boot genommen. Und hast nur eins davon getrunken. Find den Fehler. Ja, weil ich habe 3 Stunden mit Lotti da auf dem Spielplatz gesessen. Das war auch anstrengend für mich. Da Kindergeschrei, laut. Und dann dachte ich, boah, nee, ich kann auch nicht mehr. Ich bin fertig. Oh, Lotti die wollte noch in die Disco, ich war durch. du hast schon gleich. Dance of the Day, nee, heute nicht, du. War ich durch. Apropos durch. Deswegen kannst du heute auch früh schlafen gehen. Genau. Weil morgen steht ja hier Sightseeing auf. Morgen machen wir Sightseeing. So weit, so gut. In diesem Sinne. Warte. Oh, so weit, so gut. Ne? In Ja, diesem Mensch, Sinne. war das heute anstrengend. Ja, es war anstrengend. Hallo. Du hier nur scrolly auf dem Beifahrersitz, ne? Und gucken. Ach hier, du musst übrigens links. Blablabla, ne? Ich muss hier die ganze Zeit fahren. Und dann auch auf der anderen Seite. Gut. Weißt du, wie das für mich war? Ich setze morgen Lotti den ganzen Tag auf dem Beifahrer. Soll ich dir sagen, wie es für mich war? Weißt du, wie oft die dir Soll die ich dir Erinnerung kurz sagen, sagt, wie es für mich war? links fahren? Soll ich dir kurz sagen, wie es für mich war? Pass auf. Oh, das war jetzt nicht so einfach. Voll Na gut, okay. In diesem Sinne, Leute. Schluss mit lustig. Für heute puste ich mal die Kerze aus. Für heute suche ich mal das Weite meiner Bettdecke und die Ruhe meines Kopfkissens. Das Schöne an diesem Camper-Konzept, ich puste noch nicht aus, ich will noch mal 2, 3 Sätze sagen. Das Schöne an diesem Camper-Konzept, ich will es nur mal kurz sagen, es hat 3 Betten. Somit hat jeder von uns sein eigenes Bett, sein eigenes Reich. Das eine ist da, die anderen beiden sind hinten. Lotti pennt unten. Ja, was du nicht weißt, ist, was Lotti mir vorhin schon ins Ohr geflüstert hat. Ja, die wartet jetzt, dass du ins Bett gehst und dann kommt sie zu dir hoch. Das ist ihr Plan. Ja, das schafft ihr nicht. Das schafft sie auf jeden Bis Fall. dahin ist, also, wir werden sehen. Ich verstecke die leider. So sieht's aus. Vielen Dank fürs Angucken dieser kleinen Folge. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Sagst du auch immer, dass das nicht sagen soll, ne? Das kannst du alles nochmal neu machen. Das ist viel zu lang. Ja, das kann man alles nochmal neu machen. Lass die Kerze an. Du drehst es ja eh gleich nochmal. Nee, machen wir nicht. So, in diesem Sinne, macht's gut, bis morgen früh. Ich habe gerade reingerülpst. Das musst du leider rausnehmen. Mann. Schreibt in die Kommentare, warum Susi jetzt am besten nicht mehr rülpsen sollte. Und so sieht's aus. Stöhn doch einmal vorher so richtig laut und dann ist es raus und dann fängst du an. Soll ich dir was sagen? Und dann ist es so, Nee. weißt du, dann hast du Entspannung im Körper. Das ist, wenn du erstmal in mein Alter kommst, ne? Dann machst du das automatisch. Nee. Doch, das Nein. machen Männer so automatisch. Ja, ich bin ja kein Mann. Es ist so, weißt du, so ein 20-Jähriger, der Alte hüpft. Männergeräusche Ja. machen nur alte Männer. Ja, genau. So ein 20-Jähriger, der hüpft die Treppen hoch. Und so ein älterer. Der purzelt die Treppen runter, ich Ja, weiß. genau. Der kommt da gar nicht mehr hoch. Der steht unten und sagt, nee, bis ich da hochgelaufen bin. So, und was, Nehm hat ich das, jetzt lieber hier, einen was hat das Fahrstuhl. jetzt hier mit dem Video zu tun? Es geht ja auch ein bisschen ums Prinzip. Immer. Verstehst du? Ja.